Hallo ihr Lieben und wie geht's euch? Ich bin Maria und heute reden wir über Dinge, die ich vermissen würde, wenn ich zurück nach Deutschland ziehen würde. Ich habe gerade eben ein Video darüber gefilmt, was ich hier vermisse, was es hier nicht gibt, aber in Deutschland gibt. Und jetzt machen wir das im Rückwärtsgang. Falls dir mein Video gefällt, gib mir doch ein Like und abonniere mich. Abonnieren ist umsonst und dann werdet ihr keines meiner weiteren Videos verpassen. Vorab, bevor ich anfange, meine Liste durchzugehen, es sind nicht wirklich viele Punkte hier, aber ich möchte vorab sagen, dass wenn ich zurück nach Deutschland ziehen würde und ich würde dahin ziehen, wo ich herkomme. Ich rede nicht von Berlin, ich rede nicht von Hamburg, ich rede nicht von München oder anderen großen Städten, die etwas vielleicht besser organisiert sind oder ein bisschen mehr vorangeschritten sind, aber wo ich herkomme, ich komme aus einem Dorf in Baden-Württemberg und da gibt es nicht so viel. Selbst die nächstgrößere Stadt ist nicht so vorausschrittlich wie Berlin sein würde zum Beispiel. Anyway, lass uns starten. Ich habe das so ein bisschen gruppiert in Überschriften. Mal was Neues, ne? Okay, Nummer 1 ist die Bequemlichkeit. Und da habe ich 3 Punkte. Punkt Nummer 1 sind die Shopping Center. Hier kriegt man alles in Shopping Centers. Du hast normalerweise 1, 2 Supermärkte, du hast einen Obst- und Gemüseladen, du hast natürlich die ganz normalen Geschäfte, wo du Klamotten kaufen kannst, H&M, Zara, du hast Restaurants, du hast immer so einen Food Court, also nicht nur McDonald's und so weiter, aber halt auch asiatische Restaurants, du hast Ramen-Restaurants, ist halt sehr ausgiebig, du kannst wirklich morgens in das Shoppingcenter reinfahren und dann abends kommst du mit allem nach Hause, was du gebraucht hast. Das, was ja auch cool ist, dass du hier mit deinem Einkaufswagen in jeden Laden rein kannst und keiner sagt was. Also ich habe keine Leute jetzt mit Einkaufswagen im H&M gesehen. Wenn du jetzt zum Beispiel in Woolies gehst und dann möchtest du zum Coles gehen, dann kannst du einfach mit deinem Einkaufswagen da durchgehen oder dann zur Apotheke mit dem Einkaufswagen und dann du kannst halt den Einkaufswagen überall mitnehmen. Und das ist sehr bequem, weil du brauchst es halt nicht selber immer schleppen. Lass mich wissen, ob das in Deutschland auch so ist. Ich weiß es nicht, weil wenn ich an unser Shoppingcenter denke, in meiner nächstgrößeren Stadt, da ist glaube ich ein Rewe und der ist überteuert. Und du würdest dir das nie so vorstellen, mit dem Einkaufswagen überall hinzufahren. Öffentliche Verkehrsmittel, ja, ich weiß. Beschwere mich immer über die öffentlichen Verkehrsmittel, aber wenn ich das zu meinem Dorf vergleiche und zu der nächstgrößeren Stadt zu meinem Dorf, ist das sehr fortschrittlich. Außerdem haben wir eine App. Du kannst deine Tickets über die App kaufen. Du kannst sehen, wo der Zug ist. Der Zug kommt ungefähr alle 5 bis 10 Minuten. Das kommt darauf an, wo du wohnst. Du kannst den Bus verfolgen und alles Mögliche. Also öffentliche Verkehrsmittel sind dann schon mehr fortschrittlich hier, als wo ich herkomme. Und der 3. Punkt in der Bequemlichkeitskategorie sind die Ladenöffnungszeiten. Und zwar, wir haben ja keinen Ruhetag am Sonntag. Wir kaufen ein, wann immer wir wollen. Und Läden haben meistens bis 10, 11 Uhr abends geöffnet. Ich weiß, in Deutschland haben sie auch die Ladenöffnungszeiten verlängert. Aber Sonntagseinkauf ist halt doch was anderes, ne? Nummer 2 ist die Flexibilität. Und der erste Punkt unter Flexibilität ist Kündigungsfrist. Wenn du ein ganz normaler Arbeiter bist wie ich und nicht irgendwie ein Geschäftsführer oder sonst irgendwas bist, dann hast du 1 Monat Kündigungsfrist und zwar zu dem Tag, an dem du kündigst. Das heißt, heute ist der 30. Dezember. Wenn ich heute kündige, 1 Monat später, am 30. Januar, bin ich entlassen. Wenn ich am 3. Dezember kündige, bin ich am 3. Januar entlassen und so weiter und so fort. Es ist keine Kündigungsfrist zum letzten Tag im Monat, zum 15. des Monats. Selber ist mit Wohnungen. Wohnungen haben hier normalerweise 1 Monat Kündigungsfrist beiderseits. Als ob du als Mieter kündigst oder der Vermieter dich kündigt. Und auch hier ist es so, wenn der dich zum 22. kündigt, dann musst du am nächsten Monat des 22. raus. Da gibt es einen Unterschied und zwar der Unterschied ist 4 Wochen Kündigungsfrist oder 1 Monat. Das sind, glaube ich, ein paar Tage Unterschied, aber
Das macht jetzt nicht viel aus. Und der zweite Punkt in der Flexibilitätskategorie ist von zu Hause arbeiten. Ja, ich weiß auch, dass nicht alle Firmen das hier erlauben, aber meine Firma ist so gnädig und viele meiner Freunde, ihre Firmen sind gnädig und lassen uns alle von zu Hause arbeiten. Selbst bevor der Pandemie war es von zu Hause arbeiten gang und gäbe. In meinem Vertrag mir steht ein Tag die Woche von zu Hause arbeiten zu. Also mit meinem Chefrede könnte ich mit der ausmachen, dass ich jeden Freitag von zu Hause arbeite. Zum Beispiel. Punkt Nummer 3 ist die Digitalisierung. Ich habe ein Video über Apps gedreht, da könnt ihr euch gerne mal durchschauen. Die Digitalisierung in Australien ist sehr fortschrittlich, aber besonders in den letzten 2 Jahren mit der Pandemie hat sich das sehr schnell verbessert. Und zwar kontaktloses Bezahlen, mit dem Telefon bezahlen, mit der Uhr bezahlen. Egal wo du hingehst, wirklich wenig Läden nehmen nur noch Bargeld an. Fast überall kannst du mit Karte zahlen und du musst auch nicht deine Karte in das Gerät reinschieben und deine PIN eingeben. Und zwar tappst du die. Du tappst dein Telefon, du tappst deine Karte. Selbst für die öffentlichen Verkehrsmittel kannst du mittlerweile mit deinem Telefon bezahlen. Kein Problem. Ich würde das sehr vermissen. Sehr, sehr, sehr vermissen, weil ich muss immer nachgucken, was meine PINs sind. Mittlerweile, wenn ich wirklich meinen PIN brauche, frag mich nicht, ich habe keine Ahnung. Steuererklärung, wir machen die Steuererklärung auch online hier. Meistens ist alles vorgeschrieben. Du musst nur noch tick, musst nur noch gucken, dass deine Daten korrekt sind und das war's. Und dann schickst du die ab und die Steuererklärung dauert 10, 15 Minuten und dann ist das erledigt. Natürlich auch die Autoregistrierung. Strafen zahlt man über die App. Ich habe letztens eine Strafe gekriegt, über Rot gefahren aus Versehen. Ich sag's euch, 3 Punkte und $470. Ich werde ganz ehrlich mit euch sein, $470 über Rot fahren. Es war gelb. Als ich über die Ampel bin, war es noch gelb. Aber leider, das Hinterrad ist halt noch über der Linie, als ich abgebogen bin und da war schon rot leider. Und dann natürlich der andere Punkt in der Digitalisierung sind halt Arzttermine. Ich habe eine App für meinen Arzt, ich kann meine Termine buchen, meine Rezepte über die App kriegen, meine Ergebnisse über die App kriegen, auch so Bank-Apps natürlich. Also Digitalisierung ist halt alles super geil hier. Also man muss echt nicht das Haus verlassen. Punkt Nummer 4 ist natürlich Essen und Trinken. Ihr wusstet, dass das kommt. Gerichte aus aller Welt, Restaurants aus aller Welt. Alles schmeckt sehr authentisch. Ich würde das sehr vermissen, wenn ich nach Deutschland ziehen würde, weil ich weiß ja, wie unser Asia Palace in meinem Dorf. Nichts gegen die machen Schweinegeld, man. Die sind super reich. Ich kannte den Sohn von dem Besitzer damals und die sind sehr reich. Die machen viel Geld, aber das Essen ist halt nicht authentisch, ne? Und der zweite Punkt hier ist die Gemüse- und Früchteauswahl. Es gibt alle möglichen Früchte und Gemüse. Australien hat verschiedene Klimas. Wir haben heißes Klima, kaltes Klima, Mittelklima, wo alles Mögliche hier wächst. Das Einzige, was hier nicht wächst, ist weißer Spargel. Wenn du in Australien bist und weißt, wo man weißen Spargel kriegt, lass mich wissen, weil es gibt hier nur grünen Spargel. Ich glaube, das wäre so das Einzige, was cool wäre, wenn es hier auch geben würde. Und der dritte Punkt beim Essen und Trinken, und ihr wusstet, dass das kommt, ist Kaffee. Kaffee in Australien ist das Beste. Nummer 5 ist der Lebensstil. Da habe ich auch ein Video drüber gedreht in meinem Dinge, die ich liebe in Australien oder in Sydney. Und zwar der Lebensstil in Sydney. Du hast eine Stunde Fahrt den Strand, du hast eine Stunde Fahrt die Berge. Du kannst hier 3 Stunden südlich fahren und dann hast du weißen Strand und Palmen. Der Lebensstil ist hier einfach genial. Du hast hier halt wirklich alles, was dein Herz begehrt, wo du in Deutschland halt erst in ein Flugzeug steigen musst und irgendwo hinfliegen musst. Und der zweite Punkt im Lebensstil ist, und ich glaube, das bin ich, ziemlich verwöhnt in dem Wohnkomplex, wo ich lebe. Wir haben Pool und Fitnessstudio und Tennisplätze und es gehört alles zu diesem Wohnkomplex dazu. Das fällt alles in die Eigentumsverwaltungskosten, die wir hier einmal in 3 Monaten bezahlen, und dann machen die sicher, dass der Pool immer sauber ist und dass das Fitnessstudio immer Personal hat und die neuesten Geräte und so weiter und so fort. Und es ist halt, wenn du Eigentümer bist, umsonst. Und der letzte Punkt, und auch nicht wirklich eine Überraschung, aber das Wetter. Das Wetter in Sydney
wo ich bin, ist halt sehr toll. Die Winter sind nicht kalt, die Sommer sind heiß, yes. Aber das sind halt meistens nur so 2 Monate im Jahr, wo es halt richtig krass heiß ist. Ansonsten ist das Wetter echt schön, dass man halt immer schön im T-Shirt und Shorts oder auch Rock rumlaufen kann und nicht unbedingt eine Weste braucht. Aber du brauchst eine Weste im Shoppingcenter oder in Restaurants, weil die haben Klimaanlagen überall an. Da werde ich euch ein anderes Video hier verlinken über Dinge, die hier akzeptabel sind, aber in Deutschland nicht akzeptabel werden. Anyway, lass mich wissen, falls du zurück von Australien nach Deutschland gezogen bist und dieses Video schaust, was du denn so vermisst. Das würde mich echt interessieren. Danke fürs Zuschauen und ich sehe dich in meinem nächsten Video. Tschüss!